Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Wir starten also in ein neues Jahr, auf das 2022 besser wird als dieses Jahr. Dieses Mal hatte ich für die Illustration nur eine grobe Idee und habe einfach drauf losgemalt. Ich wusste gar nicht so genau, wie ich das umsetzen sollte und hatte auch keine Vorstellung, wie es am Ende aussehen würde. Das Einzige, das ich wusste, war, dass die Hauptillustration ein Mond sein sollte. Dementsprechend habe ich auch hin und her gemalt und habe ab und zu nochmal zurückgeblättert, um einige Dinge zu ändern. Natürlich fangen wir mit der Titelpage für das neue Jahr an. Da mein Bullet Journal noch nicht voll ist, werde ich es einfach weiterführen und kein neues beginnen. Dennoch werde ich alles so eintragen, als würde ich ein neues Buch beginnen. Schließlich braucht man für ein neues Jahr auch einen neuen Kalender. Ich beginne mit einer großen 2022 und zeichne erstmal alles mit Fineliner vor. Anschließend male ich es mit Aquarell aus. Das seid ihr ja schon gewohnt. Am liebsten hätte ich wieder alles mit Gold ausgemalt. Ich bin wohl noch ein bisschen im Weihnachtsmodus, aber diesmal wollte ich eigentlich was anderes. Wie immer werde ich alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinken. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, oder schreibt mir etwas in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Aber zurück zu meinem Bullet Journal. Alles ist irgendwie improvisiert. Ich dachte, es sieht ganz schön aus, wenn die Zahlen ein Muster bekommen, statt alles in Gold. Zwischendurch war ich wirklich unschlüssig, ob mir das gefällt, aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz okay. Die Wolken habe ich zunächst ohne Konturen gemalt. Ich bin dann aber später nochmal mit Fineliner drüber gegangen und mit ein bisschen Definition gefällt mir die komplette Seite schon um einiges besser. Am Ende finde ich das Design sogar richtig gut, weil es mich irgendwie daran erinnert, dass noch alles möglich ist. Dass ich mir sozusagen selber die Sterne vom Himmel holen kann. Dass ich meine Ziele erreichen kann. Irgendwie motiviert mich das total. Vielleicht hat es ja eine ähnliche Wirkung auf euch. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht erinnert es euch auch an etwas komplett anderes. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Auf der nächsten Seite kommt der Jahreskalender.
Ich habe ihn super einfach gehalten, einfach nur eine Einteilung und die Monatsnamen. Die Zahlen werde ich später noch eintragen. Ich denke, dieser Kalender ist einfach nur dazu da, um Geburtstage einzutragen, Ferien und eventuell Termine und Sachen, die ich weit im Voraus plane, sodass diese Sachen hier zusammengefasst werden und ich sie während des Jahres in den Monatskalender übernehmen kann. Ihr könnt jetzt noch einen Key erstellen, wie man es aus den Bullet Journal Büchern kennt. Aber wenn ihr schon eine Weile mit eurem Bullet Journal arbeitet, dann kennt ihr die Abkürzungen und Zeichen, die ihr benutzt, wahrscheinlich schon auswendig. Deshalb habe ich die Seite wie immer rausgelassen. Allerdings sind mir die Jahresziele sehr wichtig. Was will ich 2022 schaffen? Worauf will ich mich fokussieren? Ich habe persönliche Ziele und auch Ziele für mein Business. Persönlich wäre zum Beispiel wie immer weniger Stress oder mich weniger stressen lassen. Das ist natürlich mein absoluter Endgegner, aber ich gebe nicht auf. Ein Business-Ziel ist zum Beispiel, mehr Bücher zu schreiben und zu illustrieren, aber vor allem schreiben. Da hatte ich lange keine Lust mehr drauf, aber eigentlich will ich das unbedingt wieder machen. Außerdem würde ich unglaublich gerne einen Online-Kurs erstellen. Ich habe dieses Jahr mein Lettering-Buch herausgebracht und würde den Inhalt gerne noch etwas erweitern und ihn als Kurs anbieten, in dem ich euch mitnehmen kann. Bücher muss man ja selber durcharbeiten, was manchmal sehr anstrengend ist. Für jeden, der jemanden braucht, der ihn motiviert, das auch wirklich zu tun, ist dieser Kurs perfekt. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem Monatskalender für Januar. Es ist immer noch total unwirklich, dass es schon 2022 ist. Auf ein besseres Jahr. Natürlich übernehme ich das Jahresdesign auch für den ersten Monat. Mond und Sterne. Das ist der erste Kalender für 2022. Aufregend. Ich zeichne die Outlines wieder mit Fineliner und male alles mit Aquarell aus. Auf der nächsten Seite male ich die Monatsziele. Hier wähle ich ein Jahresziel aus und werde es in kleinere Schritte unterteilen und diese als Monatsziel immer vor mir haben. Es ist einfacher, wenn man alles in kleine Schritte unterteilt, damit einem diese riesige Aufgabe nicht einschüchtert. Beispielsweise macht mir der Kurs schon ein bisschen Angst. Es kommt mir wie eine riesige Aufgabe vor. Das hatte ich auch schon mit dem Lettering-Buch. Deshalb hat es so lange gedauert, bis es fertig war. Ich hatte zwischendurch immer wieder Selbstzweifel, weil es mir einfach wie eine riesige Aufgabe vorkam. Text schreiben, Fotos machen, Vorlagen erstellen. Aber wenn man diese ganzen Sachen in kleinere Aufgaben unterteilt und sie einfach abarbeitet, muss man sie am Ende einfach nur noch zusammenfügen. Und tada, dieser riesige Berg von Aufgaben ist ganz einfach geschafft, ohne dass man es wirklich als riesige Aufgabe wahrgenommen hätte. Vielleicht am Anfang, aber durch das Aufteilen fällt das ja weg. Wie immer kommen auch Einnahmen und Ausgaben hier rein. Das ist wichtig für meine Buchhaltung. Hier kann ich immer wieder alles nochmal nachschauen, vor allem wenn es kleinere Ausgaben gab. Und schon sind wir bei der Wochenübersicht angekommen. Wahrscheinlich werde ich an den ersten beiden Tagen nicht viel machen. Ist ja Neujahr. Die erste Woche ist sehr schlicht gehalten. Nur eine Unterteilung und die Namen der Tage.
Ich hatte diese Art von Design schon letztes Jahr und es ist wirklich eines meiner liebsten Designs. Auf der nächsten Seite geht es weiter und ich dekoriere wieder ein bisschen mehr. Ich hatte für die Wochenübersichten in den alten Designs gestöbert und die schönsten Designs für meine Wochenübersicht übernommen. Ich mag es gerne, wenn es schlicht ist. Vielleicht ist es für den einen oder anderen nicht schlicht wegen der Illustrationen, aber die gehören zu meinem Alltag. Deshalb ist es auch keine große Sache für mich, ein paar Zeichnungen mit Fineliner vorzumalen und diese auszumalen. Das ist sogar der einfachste Illustrationsstil, den ich kenne. Und da ich nicht wirklich einen Plan hatte, wie das Ganze aussehen würde, habe ich es mir einfach gemacht. Schaut einfach ein bisschen zu. Ich hoffe, ihr findet ein bisschen Inspiration oder habt Lust, etwas davon für euch zu übernehmen.
Als letztes, ihr kennt es ja schon, gibt es wieder meine Dankbarkeitsliste. Das habe ich leider im letzten Monat ein bisschen schleifen lassen. Daher möchte ich mich im Januar wieder ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Ich habe leider das Problem, dass es mir im Winter nicht so besonders gut geht. Es ist dunkel und es ist kalt und man hat keine Lust, etwas zu machen. Eigentlich bin ich dann umso dankbarer, wenn man was mit einer netten Person unternehmen kann, wie einen Spaziergang, einen Kaffee trinken und so weiter. Aber mit dem ganzen Stress, den man oft im Dezember hat, vergisst man das auch alles wieder viel zu schnell. Als letztes der Social-Media-Kalender. Der wird für mich immer wichtiger. Ich hoffe, ihr habt bemerkt, dass ich mich in letzter Zeit wirklich bemüht habe, mehr Videos zu veröffentlichen. Ich finde es immer noch sehr aufwendig, ein Video zu produzieren, aber es macht Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich entwickle. Klar, das kann ich noch ein wenig ausbauen und ich bin immer dankbar für konstruktive Kritik und Tipps und Tricks, was ich besser machen könnte. Jedenfalls möchte ich gerne weiterhin jede Woche ein Video posten. Und auch auf Instagram möchte ich aktiver sein. Ich bin sehr gespannt, ob ich das 2022 schaffe. Als letztes gibt es wie immer noch eine Übersicht. Ich wünsche euch allen alles Gute und einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald zu einem neuen Video.